und guten Tag. Ich bin der Frank, ich bin Setbauer und ich habe den Auftrag, hier die Kulissen zu bauen für den Film The Last Man of the Earth. Ich erkläre euch jetzt mal so ein bisschen, wie ich die Cupola, also diese Fensterkuppel der ISS gebaut habe. So, als erstes muss ich natürlich sehen, wie das Ding überhaupt aussieht. Dementsprechend habe ich dann einfach losgelegt, habe Holzplatten genommen, grob ausgesägt und daraus habe ich dann die Fenster ausgesägt. Ich musste hier die Ansicht des Zwischenraums zwischen den einzelnen Glasscheiben irgendwie so hinkriegen, wie es im Original ist. Ich habe dann für die Aluminiumprofilansicht ein Kunststoffverpackungsmaterial genommen. In Schwarz war das eigentlich, das habe ich silbern angesprüht und habe das mal um den Ausschnitt des Holzes aus dieser Konstruktion auf eine Art Pappstreifen, schwarzen Pappstreifen und drum gelegt. Mit dem Heißluftföhn konnte ich das warm machen, dass sich das auch anpasste und nicht gebrochen ist. Das ganze Ding hat dann nochmal eine Außenform bekommen und den Zwischenraum habe ich dann einfach mit Montageschaum ausgeschäumt. Ich habe schon ein zweites davon. Als das ganze Ding fertig war, werden diese zwei Seiten aufeinander gelegt und genau dazwischen kommt jetzt dieses Profil mit diesen Rippen. Das zu bauen war ein bisschen tricky und zwar habe ich da normales ISO-Rohr für Elektroleitungen benutzt, habe das in kleine Stücke gesägt und aneinander geklebt. Dafür habe ich extra noch eine kleine Leere gebaut, wo man die aneinander stellen konnte und zusammenkleben konnte. Dann habe ich diese Reihe auf der Bandsäge längs einmal in Schleifen geschnitten und diese Streifen dann wiederum noch einmal in der Mitte durchgesägt. Jetzt hatte ich so ungefähr die Form, die musste dann schwarz angesprüht werden, die Teile, und die Stege sollten silbern bleiben. Dafür habe ich dann halt einfach eine Schaumstoffrolle genommen, die silbern angesprüht und einfach nur leicht oben drüber gestrichen. Ja, und dann wurde das ganze Ding zusammengeklebt und oranges Plexiglas, Streifen geschnitten, Ecken ausgefräst und das wurde dann auch noch da drauf geklebt und dann hat man den kompletten Aufbau gehabt. So, und der Aufbau wurde dann auf die Konstruktion aufgeklebt und als nächstes musste jetzt von der Innenansicht her dieser schwarze Rahmen, der im Original ist der aus Metall und ist halt hervorgehoben und ein bisschen ausgefräst und die ganzen Schrauben. Das habe ich aus Holz gemacht und mit der Oberfräse. Die Form habe ich aufgezeichnet, ausgefräst erstmal. Die ganzen Bohrungen noch für die Schrauben, genau, da habe ich mir eine Schablone vorher gebaut, damit man nicht überall anzeichnen musste. Einfach einmal durch. Ja, und dann wurde das alles einmal schwarz lackiert. Plexiglas musste natürlich auch noch ausgefräst werden, damit es genau da reinpasste. Also wenn ich das Ding jetzt hier so sehe, muss ich echt sagen, wow, cool. Ist aber auch immer schnell vergessen, wie viel Arbeit drin steckt. Also da sind 400 Schrauben. Die Griffe sind natürlich auch noch so eine Sache. Das sind Edelstahlrohre, die ich noch da hatte. Die sind blau angesprüht. Dem Original wieder nachempfunden. Echt gut geworden.